Ich bin im ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg in Linte und neben mir ist Uwe Strobel, Fahrsicherheitsexperte und Fahrsicherheitstrainer. Uwe, Bremsen, das A und O beim Motorradfahren. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Bremssysteme. Ein älteres Bike hat gar kein ABS. Dann haben wir ABS, dann haben wir ABS mit Kurven-ABS und so weiter und so fort. Wie blickt man denn da überhaupt durch? Oder die andere Frage, Notsituation bremsen, einfach volle Pulle rein und gucken, was passiert? Ja, also das ist immer eine große Frage, die lässt sich so einfach ja gar nicht beantworten. Genau. Also Bremsen mit dem Motorrad ist ja schon viel komplizierter als mit dem Auto. Wir haben im Regelfall zwei Hebel, die wir unterschiedlich stark dosieren müssen. Wir haben eine dynamische Radlastverlagerung, das heißt also beim Bremsen verlagert sich immer ein großer Teil des Gewichts aufs Vorderrad. Das heißt, das Hinterrad wird leicht und neigt dann dazu, eben viel früher zu blockieren als Und auch keine Spur mehr zu haben, oder? Wenn das Rad blockiert, ist die Seitenführung dahin. Genau. Ja, in der Geraden kann man es mitunter ganz gut beherrschen, aber sobald es irgendwie in der Schräglage passiert, in der Kurve, dann rutscht das Rad brutal zur Seite. Deswegen wäre eben der Tipp, grundsätzlich Motorräder zu kaufen, die ABS-Systeme zur Verfügung haben, weil die erleichtern dem Fahrer eben enorm das Bremsen. Er muss hier nicht mehr lange dosieren und nicht mehr lange probieren, sondern er kann die Bremse sofort mit voller Kraft betätigen, zumindest in der Geraden. Allerdings, das zeigt die Erfahrung, wer von einem herkömmlichen Bike ohne ABS auf ein ABS-Bike umsteigt, der scheut sich oftmals davor, die volle Bremsleistung sofort abzurufen und auszunutzen. Da braucht es dann eben auch wieder Training. Ja. Also ganz typisch ist, dass es einen ABS-Besitzer gibt, der aber noch nicht Benutzer seines ABS-Motorrades ist. Das heißt, im Regelfall sollte ja ABS nicht proaktiv benutzt werden beim Normalfahren, sondern nur in der Notsituation. Aber auch das muss geübt sein, vor allen Dingen, wenn die Untergründe dann noch suboptimal sind. Heißt also nasse Fahrbahn, Kopfsteinpflaster, verschmutzte Fahrbahn. Das will trainiert sein. Okay, jetzt habe ich ein Motorrad mit ABS. Kurven werden wir in einem anderen Video besprechen. Bremsen in Kurve und richtige Kurvenführung. Also ich habe ein Motorrad mit ABS, es ist eine Notsituation. Jetzt habe ich eine Vorderradbremse, eine Hinterradbremse, die mit dem Fuß bedient wird in der Regel und noch eine Kupplung. Ja, alles gleichzeitig, volle Pulle oder... Ja, mit dem gleichzeitig tun wir uns schwer. Ne? Also so unsere Motorik, wer mal versucht hat, ein Instrument zu spielen, ein Schlagzeug oder ein Klavier, der wird wissen, wie schwierig ist es, die Gliedmaßen unterschiedlich voneinander zu bewegen und dann auch noch dosiert. Deswegen vermitteln wir den Slogan vorne zugleich, hinten dazu. Also mit der vorderen Bremse, weil es ja eben die leistungsfähigere ist, zu beginnen und mit einem kurzen Zeitversatz, also im besten Fall weniger als eine halbe Sekunde dann hinten mit dazu zu bremsen. Was passiert mit der Kupplung? Kupplung zugleich, also wird sofort. Das meintest du mit zugleich Bremse, also beide Hebel quasi? Weil ansonsten bei einer Gefahrbremsung tatsächlich der Motor zumindest für einen kurzen Moment gegen die Bremse arbeitet, weil es Fahrwerksunruhen geben kann. Deswegen also die Kupplung sofort mitziehen. Ich habe beim Fahrsicherheitstraining allerdings im Pkw-Bereich gelernt, wenn man auf ein Hindernis zufährt, neigen viele Verkehrsteilnehmer dazu, immer auf das Hindernis zu gucken und dann in der Regel, oder nicht in der Regel, auch mal dort reinzuknallen. In der Kurve ist es ja ein großes Thema, Blickführung, aber selbst auf einer Geraden beim Bremsen ist die Blickführung auch ganz wichtig. Also wir wären schon froh, wenn der Fahrer tatsächlich richtig schaut. So typisch ist, dass der Fahrer beim Bremsen nicht mal nach vorne schaut, sondern dass der Blick mit dem Körper nach unten fällt. Also Stichwort richtige Sitzposition beim Bremsen. Da kommt es nämlich tatsächlich darauf an. Das kannst du mir gleich mal an der GS zeigen? Das gucken wir uns dann gleich mal an. Aber eben in der Notsituation den Blick vom Hindernis zu lösen, das ist also die
die Aufgabe schlechthin. Der Fahrer, der untrainiert ist, der wird vermutlich bis zum Aufprall aufs Hindernis schauen und wird dann den Fluchtweg nicht erkennen, wenn er dann da ist, der Fluchtweg. Ne? Und das ist in der Theorie, das weiß man, aber das, glaube ich, das kriegt man, wenn man das theoretisch, selbst wenn man sich das immer wieder aufschreibt und unter das Kopfkissen legt, das geht nur durch Training, oder? Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass wir Menschen ja von der Wahrnehmung her nicht mit der Entwicklung unserer Motorräder, unserer Fahrzeuge standgehalten haben. Ne? Also wir funktionieren da relativ simpel und man darf eben nicht vergessen, dass in einer echten Situation, Notsituation, da Adrenalin, Angst und Schreck eine riesengroße Rolle spielen, dass man also ja wirklich lange und viel trainiert haben muss, um da noch einigermaßen rational zu handeln. Viele Motorradfahrer haben auch bei einer Vollbremsung Angst, dass das Hinterrad abhebt, dass vielleicht ein Überschlag droht. Das ist ja irgendwie ein Dilemma. Auf der einen Seite soll ich alles auf beiden Seiten auf die Vorderradbremse geben und möglichst viel. ABS rettet mich ja davor, dass das Rad blockiert. Auf der anderen Seite kaufe ich mir damit ein, dass das Hinterrad abhebt. Dilemma. Ja, also kann man so sagen. Natürlich, mittlerweile gibt es Motorräder wie die Maschine, die hier hinter uns steht, mit einer Abhebeerkennung. Das heißt also, hier wird tatsächlich das Motorrad selbst erkennen, wenn das Hinterrad eine Abhebeneigung hat und die Vorderradbremse dann so lange lösen, dass das Hinterrad wieder Bodenkontakt hat. Das funktioniert sehr gut, sehr zuverlässig mittlerweile. Aber auch ansonsten hängt es hier wieder von der richtigen Sitzposition ab. Also ein Fahrer, der schlecht sitzt, der wird tatsächlich das abhebende Hinterrad noch begünstigen. Und klar, da sind wir dann wieder bei der Erfahrung. Schon wenn ich auf ein Bike zulaufe, kann ich oft sehen, ob das Bike eher dazu neigt, hinten abzuheben oder eben das Hinterrad schön am Boden zu lassen. Also ein Chopper mit einem langen Radstand, der wird also selten das Hinterrad in die Luft bekommen. Ja. Bremsen auf nasser Strecke. Darüber will ich auch noch mal ganz kurz ein Wort verlieren. Ist für mich auch so eine Horrorvorstellung. Ich fahre also, sage ich mal, moderate Geschwindigkeit, nehmen wir mal 50, 60. Es ist nass und ich muss bremsen. Ich habe immer, ohne dass ich jetzt ein Motorradtraining gemacht habe, ich bin bald bei euch, die Sorge, wenn ich voll reingehe, mein Vorderrad geht gleich weg. Ist denn das so überhaupt in der Physik oder habe ich dadurch, dass ich einen Vortrieb habe und wenn ich den Lenker gerade halte, dass ich normal rutsche? Oder wie ist denn das? Naja, also da sind wir dann wieder beim Stichwort ABS oder nicht. ABS in dem Fall, ja. ABS verhindert ja ein durchgehendes Blockieren des Rades. Und die Seitenführung ist zumindest so weit gegeben, dass das Rad nicht seitlich wegrutscht. Ohne ABS, sobald das Rad steht, ist die Seitenführung futsch. Und das heißt also, bei 50, 60 km/h hat man relativ wenig Zeit, bis das Rad dann wegrutscht und man auf die Nase fällt. Mit ABS kann man darauf vertrauen, dass das ABS das Motorrad stabil hält. Das heißt, dass das Rad am Drehen hält und die Seitenführung ausreicht, sodass das Rad nicht seitlich wegrutscht. Okay. In der Geraden. In der Geraden. Da sind wir jetzt. Kurve kommt noch. Genau. Jetzt zeig mir doch mal bitte die richtige Sitzhaltung bei der Notbremse. Ja, können wir gerne machen. Ja, okay. Richtige Sitzhaltung. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir es mal so machen. Ich setze mich mal so hin, wie ich das denke. Und du sagst, Boris, völliger Quatsch. Genau, das ist jetzt zwar ohne Schutzkleidung, aber für den Zweck wird es wohl reichen. Jetzt. Ja, Die Maschine steht nicht. sicher auf dem Hauptständer. Okay, so. So wäre jetzt meine Sitzhaltung. Genau, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Also auf jeden Fall, wenn wir mit den Füßen unten beginnen wollen, dass die Fußballen auf der Raste stehen. Also dass speziell auf der Bremsseite der Fuß nicht ständig über dem Bremshebel schwebt. Weil gerade bei ABS-losen Bikes kann es sein, dass im Schreck der Fahrer einfach die Bremse tritt, völlig unmotiviert und dadurch das Hinterrad schon zum Blockieren bringt. Das Zweite, der Fahrer sollte im Motorrad sitzen, also möglichst weit vorne am Tank und die Schenkel sollten locker am Motorrad anliegen. Also hier so.
Das ist eher Und so schlecht. ist dann eher schlecht, sondern wirklich auch hier quasi, das habe ich zumindest auch mit den Füßen möglichst, so wie du es gesagt hast, möglichst nah ran ans Motorrad. Hat den Vorteil, dass der Fahrer die Maschine spürt. Also erstens in den Fußballen laufen ganz viele Nervenenden zusammen. Man spürt sein Motorrad. Man kann gerade bei einem Enduro auch mal, wenn die Straße schlecht wird, aus den Rasten raus. Das geht über den Mittelfuß, über die Ferse eher schlecht. Und Knie am Tank, also die Innenseiten der Oberschenkel, sind im Regelfall auch so sensible Körperteile. Man spürt das Bike. Und dann geht es weiter über die Sitzposition. Beim Fahren sollte man sich möglichst wenig am Lenker festhalten. Denn in einer Beschleunigungssituation, die Maschine, je nachdem wie stark das Bike ist, will nach vorne beschleunigen. Automatisch geht der Fahrer nach hinten. Und gerade waren wir beim Thema Bremsen. Beim Bremsen mit voller Verzögerung würde ja der Körper nach vorne bewegt werden. Klar. Und der Fahrer sollte also so stabil sitzen, dass er mit der Rumpfmuskulatur alle Kräfte aufnimmt, die entstehen. Den Lenker zwar stabil halten, aber eben nicht die Arme durchstrecken oder sein ganzes Gewicht auf den Lenker fallen lassen. Also quasi den man im Auto früher hatte. Die jungen Leute, die dachten, sie fahren besonders sportlich, schön nach hinten den Sitz und so und dann auch noch ausstrecken die Arme. Genau, weil im Falle eines Falles besteht da relativ viel Verletzungsrisiko, also gerade für die Schulter oben. Ne? Okay, aber jetzt sage ich mal, wir sind ja beim Thema Bremsen, Notbremsung. Das heißt, ich intensiviere zum Beispiel hier den Druck auf meine Schenkel. Genau. Und sollte dann möglichst am Bremsbeginn schon den Oberkörper etwas nach hinten nehmen, sodass also tatsächlich der Körper nicht nach vorne kippt. Ja? Warum? Warum? Um das Bike zu stabilisieren und zu verhindern, dass sich das Gewicht noch mehr in Richtung Vorderrad bewegt und dann so ein zusätzlicher Drehimpuls durch den Fahrer entsteht. Also gerade große und schwere Fahrer bringen da manchmal einen ganz erstaunlichen Impuls nochmal nach vorne. Ja. Zusätzlich geht der Blick, wenn ich den Oberkörper nach vorne fallen lasse, nach unten. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass der Fahrer beim Bremsen möglichst weit nach vorne schaut zum Horizont. Weil so hat er eben auch die Chance zu erkennen, wenn das Hinterrad anfängt abzuheben, wenn sich der Horizont nach unten verschiebt, dann muss ja da irgendetwas passiert sein. Gucke ich die ganze Zeit auf die Fahrbahn, wird sich da die Veränderung im Grenzen halten. Man merkt also nicht so leicht, wenn das Hinterrad dann möglicherweise doch abhebt. Okay. Uwe, last but not least, was sind für dich als Fahrlehrer und als Fahrsicherheitsexperte Wünsche an die Biker, was das richtige Bremsen angeht? So wie die goldenen Regeln, sage ich mal. Ja, wenn ich mir schon was wünschen darf, dann würde ich jedem, der die Möglichkeit hat, empfehlen, ein ABS-Bike zu kaufen. Wir haben ja schon über die Fahranfänger und Wiedereinsteiger gesprochen. Da ist das Sparen an einer völlig falschen Stelle, weil wir fahren ja heute selten jeden Tag mit unserem Bike, sondern wir sind oft Gelegenheitsfahrer. Und die Notsituation kündigt sich nicht an. Und wenn ich dann eben alles abrufen muss, dann sollte ich mich auf mein Bike verlassen können, mir also da die Unterstützung holen. Das Zweite wäre, immer wieder bewusste Bremsungen durchführen, abseits des belebten Verkehrs, eine Seitenstraße, eine ruhige Straße und bremsen. Bremsen eben auch mit dem ABS-Bike auf unterschiedlichen Untergründen. Ruhig mal auf einem Feldweg, ruhig mal auf einer Kopfsteinpflasterstraße. Also alles das, was ich unter die Räder bekomme. Und noch etwas, Motorradfahren macht ja am meisten Spaß in den Bergen. Auch berghoch oder bergunter ändert sich die Balance beim Bremsen noch mal enorm. Also nicht irgendwie bei 4% Steigung am Kreuzberg, sondern dann, wenn es schon irgendwie 10, 12, 15% hat. Darauf sollte ich mich vorbereiten. Eine Kleinigkeit habe ich noch, eine kleine Frage. Vorderradbremse, Hinterradbremse beim langsamen Fahren. Man hört ja immer wieder, dass Leute ein bisschen rangieren, langsam fahren und die Vorderradbremse benutzen. Ist das richtig? Naja, langsam fahren muss man da wieder differenzieren. Sobald der Lenker eingeschlagen ist, gibt es mit dem Benutzen der Vorderradbremse tatsächlich fast die Umkippgarantie. Ja? Das Motorrad kippt dahin, wo der Lenker eingeschlagen ist. Und jetzt kommt es immer wieder auf das Größenverhältnis zwischen Motorrad und Fahrer an. Also ist der Fahrer groß und kräftig, hat ein beherrschbares Motorrad für ihn, dann wird er es vielleicht noch festhalten können.
Ist es gerade andersrum, dann liegt das Motorrad samt Fahrer auf der Seite. Kann man dann sagen, um das zu verhindern und um nicht wieder irgendwelche Sachen sich unbedingt merken zu müssen, dass man es konditioniert, wenn man irgendwo langsam fährt, eine ganz wendet oder so, Hinterradbremse. Genau. Ganz simpel. Das ist der Tipp und da sind wir dann eben auch, ich habe es ja erst zum Fuß gesagt, den am besten nicht über dem Hebel schweben lassen. Auch ganz viele haben die Finger am Bremshebel und wenn dann der Platz knapp wird, man merkt, oh, es wird eng, nicht in die Vorderradbremse zu greifen, das ist ziemlich schwierig. Also ganz oft kippen Fahrer dann ihre Motorräder, ihre schönen Schätzchen um. Auch eine Frage, die man immer wieder liest, mit wie vielen Fingern soll ich denn eigentlich bremsen? Mit der kompletten Hand? Also ich habe mir zum Beispiel angewohnt, dass ich mit 2 Fingern bremse. Ist das jetzt richtig? Ist es falsch? Also grundsätzlich muss man ja sagen, ist es ja ein Hebel. Und der Hebel hat außen noch relativ viel zu bieten. Also der kleine Finger hat hier schon noch ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Dazu kommt natürlich, wenn man mit 2 Fingern bremst und sagt, na gut, mein Bike hat so potente Bremsen, dass ich schon mit 2 Fingern die volle Bremskraft erziele, dass man hier möglicherweise den Ring und den kleinen Finger beim Bremsen einklemmt bei Verzögerung aus Höchstgeschwindigkeit oder hoher Geschwindigkeit. Das würde ja bedeuten, entweder man kriegt nicht die volle Bremsleistung auf die Straße oder müsste noch mal lösen, um dann diesen Manko zu beheben, ne? Was logischerweise wieder Zeit und Weg kostet in dem Fall. Also gewöhne ich mir den Quatsch ab und nehme meine ganze Hand. Dafür haben wir die Finger ja. Okay, Ja, okay. Genau. Also, wunderbar. Uwe, ganz lieben Dank. gerne. Bis dann.